Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen Modellbahnfreunde. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr seht, sind wir mal wieder bei Opa zu Besuch. Wir haben die Anlage in Betrieb genommen und erfreulicherweise, wie ihr seht, das, was ihr in den Videos noch nie sehen konntet, die normalspurige Bergstrecke, sie läuft wieder. Ich habe die Gleise gereinigt und der RS1, der Elster-Saale-Bahn, zieht hier nicht seine Kreise, sondern fährt von A nach B, vom Tiefbahnhof in die Berge und wieder retour als Pendelfahrt die ganze Zeit. Den können wir jetzt noch ein bisschen genießen und das zum ersten Mal. In den Videos, die wir bisher gesehen haben, war das ja leider nicht der Fall. Da bin ich immer nicht dazu gekommen, die Strecke dementsprechend mal zu reinigen. Letztes Jahr, ich glaube noch, bevor ich mit Blankenheim in das neue Zuhause gezogen bin, war ich bei Opa zu Besuch und habe seine Anlage in stundenlanger Arbeit mal richtig tiefengereinigt vom Staub, denn die Anlage steht jetzt über 25 Jahre dort, wurde die Jahre immer wieder erweitert. Das könnt ihr in den Videos, vielleicht wer es noch nicht kennt, verfolgen. Ich habe eine eigene Playlist, Opas TT Modellbahnanlage, und wer diese noch nicht kennt, der kann da mal reinschauen und da stelle ich so ein bisschen sukzessive die Jahre dar, wann ich mit dem Hobby Modellbahn wieder angefangen habe mit der Spur TT. Und erfreulicherweise sieht man da auch so ein bisschen die Abschnitte und die Evolutionsstufen dieser wunderschönen und sukzessive gewachsenen Anlage. Ja, da mein Opa das Hobby etwas reduzieren möchte, sehen wir grundsätzlich nur Fahrzeuge von mir, die ich mitgebracht habe für den Fahrtag. Und ich habe dabei Fahrzeuge herausgesucht wie die 65er, die ihr gerade gesehen habt, die ihr schon kennt, aber auch die 120er ZDF Express, die noch keiner von euch gesehen hat, sei denn diejenigen, die mich zu Hause besucht haben. Also ich habe versucht, Züge zusammenzustellen, die ihr so bei mir auf der Anlage Blankenheim noch nicht so gesehen habt, wie diese schöne 120er mit ihrem Interregio hier. Und habe mich vorher hier erstmal auch wieder etwas auf Reinigung begeben, denn die Reinigung war eben letztes Jahr im Herbst ungefähr und die 234, die jetzt durchs Bild räumt mit ihren EA-Wagen, also den offenen Güterwagen, die hat Putzis an, ich glaube 3 von 4 von den Wagen in dem Zug, und den lasse ich jetzt überall mal langfahren, deswegen fährt der Zug jetzt auch gerade im Gegengleis, weil er sich dann die Bergstrecke nach oben bewegt oder die Rampe nach oben. Die V36, die hier noch auf der Brücke steht, die steht noch, weil ich im späteren Teil da vorne das Gleis repariert habe. Da hat mir ja ein lieber Zuschauer aufgrund der letzten Videos Gleise zugeschickt, und im vorderen oberen Bereich links neben dem Tunnel, diese Weiche habe ich nun repariert, habe da auch die zugesendeten Gleise eingebaut. Hier nochmal ein liebes und großes Dankeschön, und habe die dann gelötet. Ich hatte nicht allzu viel Zeit, komplett alles an der Anlage zu machen, und dass auch ein bisschen anderes gab, was zu Hause zu erledigen war, und ja, so musste ich quasi in 1,5 Tagen Anlage reinigen, diese kleinen Stellen, wo jetzt die 234 genau drüber fährt, reparieren. Aber ich denke, es ist mir alles gelungen, also ist es jetzt wieder alles betriebsfähig. Vielleicht der ein oder andere Weichenantrieb, da müsste mal wieder Strom durchfließen, respektive man müsste es vielleicht neu verlöten, oder ja, der ein oder andere Antrieb ist kaputt, aber der liebe Zuschauer, der mir damals die Gleise zugesandt hat, der hat mir ein paar mehr zugesendet, auch mit Antrieben. Da werde ich doch dann vielleicht nochmal das ein oder andere tauschen. Ja,
Grundsätzlich vom Verkehr habe ich jeden Stromkreis der Normalspurstrecken bedient. Ich bin jetzt nicht wie in den ein oder anderen Videos davor die Verbindungsstücken gefahren, also die Rampe von unten nach oben oder von innen auf Außenkreis. Solche Sachen habe ich jetzt für das Video nicht gemacht. Den Reinigungszug habe ich da jeweils lang geschickt, um alle Gleise mal zu reinigen, damit der Spielbetrieb möglich ist und vielleicht zu späterem Zeitpunkt mal nochmal ein Video oder auch einfach mal für mich und meinen Opa zum Genießen. Der Esel nennt sich immer zuerst für meinen Opa und mich. Ja, jetzt der Einfachkeit halber Trabos aufgedreht und auf jedem Stromkreis etwas fahren lassen, damit wir gemeinsam die Zugfahrten genießen können. Denn wie in einem meiner normalen Videos schon mal angekündigt, das Leben der Anlage wird leider endlich sein. Und ja, schauen wir mal, wie viele Videos es noch mit regem Betrieb so wie hier gibt. Die Fahrzeuge sind jetzt schon alle bei mir, die werden durchgeschaut und im Moment ist es nicht so, dass die Anlage abgerissen wird, aber es ist auch nicht mehr so, dass sie die nächsten 20 Jahre existieren wird und deswegen versuche ich dann, sie weitestgehend in Schuss zu halten und immer mal, wenn die Möglichkeit besteht, an der Anlage Spielbetrieb durchzuführen, das auch zu machen und wenn ich die Zeit habe, die Kamera mitzunehmen, das mit euch zu teilen. Es war am Anfang nicht ganz einfach, denn die Kombinationen mussten auch ein bisschen getestet werden. Ich weiß natürlich über 25 Jahre Spielbetrieb, was bei meinem Opa alles so mit den U-Profil-Gleisen funktioniert, aber ja, der Schmutz, monatelang nicht fahren, da hat es dann doch noch die ein oder andere Tücke. Auch das ein oder andere Fahrzeug, wie jetzt unten der Doppelstockzug, den wir im Hintergrund links abbiegen sehen, mit dem Steuerwagen. Wo fährt er? Welcher Radius ist ihm zu viel? Auch die Taucherbrille, die da fährt mit den Y-Wagen. Da habe ich vergessen, die Kühn-Rocco-Kupplung einzufügen. Und dadurch hat es den immer mal wieder entkuppelt. Das werdet ihr nachher noch an der einen oder anderen Stelle sehen, zum Beispiel hinten auf der schönen großen Brücke gab es immer mal wieder Probleme. Aber auch die 120, die hier durchrauscht, obwohl du den Trabo relativ weit nach unten regelst, war das nicht ganz so einfach, denn das ist so ein bisschen der Trabo für die äußere Schnellfahrstrecke oder die Ausbaustrecke. Ja, der ist nicht ganz so filigran. Und ja, ich muss mich dann auch ein bisschen drauf einstellen. Fast alle Fahrzeuge außer die 151 haben Decoder drin. Das heißt auch die Auswahl, die ich getroffen habe, hier was fahren zu lassen, die muss ein bisschen darauf beruhen, dass es zumindest keine Soundlog ist und dass es Decoder sind, wo du auch analog mitfahren kannst. Meiner Meinung nach ist das eigentlich bei fast allen Decoder möglich. Und ja, so hat sich so ein bisschen der Fuhrpark ergeben aus Dingen, die ich Lust hatte und wo ich mir dachte, die kommen in der Kombination gut. Ich habe noch das eine oder andere mehr mitgenommen. Ich hatte noch den ICE1 von mir dabei, den wollte ich eigentlich unbedingt fahren lassen, aber dann das Aufgleisen, das Probieren, da hätte ich wahrscheinlich nur Zeit mit dem Interregio und dem ICE1 verbracht und hätte nicht für euch so einen regen Fahrbetrieb hinbekommen. Das werde ich beim nächsten Mal auf alle Fälle probieren, den ICE1. Ich meine, dafür existiert diese Strecke da außen. Ich hatte dazu auch ein kleines Video vorher aufgenommen, wie ich den ICE1 präpariere. Jedoch habe ich den Lichtwechsel bis jetzt nicht hinbekommen. Deswegen muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten, dass der nachlaufende Triebkopf vom ICE1 das jeweils richtige Licht anzeigt, nämlich weiß-rot. Und im Moment ist es so, dass beide entweder weiß-weiß oder rot-rot anzeigen. Und so soll es natürlich nicht sein.
Ja, das sind Dinge, die muss ich da noch etwas überarbeiten, aber es wird vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich versuche mir die Zeit zu nehmen und mein Opa und ich haben das natürlich genossen. Schöne Zugfahrten. Mein Opa hat auch sehr lange nicht mehr mit der Modellbahn gespielt. Nicht, weil sie nicht interessiert, sondern weil einfach andere Dinge wichtiger waren. Und ich habe dann immer mal versucht, ihm zu helfen, das Ganze instand zu halten. Und so hatten wir unsere Freude und er hat auch wirklich Freude an den Zügen gehabt, weil es natürlich Sachen waren, die er jetzt alles so noch nicht gesehen hat bei sich. Und ja, so hatten wir die ein oder andere schöne, gute Unterhaltung, wenn die Kamera nicht an war, und haben einfach Züge genossen, haben uns erinnert, wie wir Anlage gebaut haben. Jetzt im unteren Teil, wo der Doppelstockzug durchgefahren ist, liegt heute ein neues T-Profil-Gleis, denn da waren die Kurven immer wieder recht eng. Wir haben uns über den Anbau unterhalten, ihr hört den Interregio immer wieder vorbei rauschen. Die Idee, wo mein Opa damals einen ICE 3 gekauft hat, wie können wir den fahren lassen, denn da inne, wo der Güterzug und der Doppelstockzug durchfahren, ging es einfach immer wieder nicht. Heute ist diese innere Kurve nicht mehr das Problem, sondern die zwei äußeren des U's, die dort durchfahren werden. Könnte man wahrscheinlich auch nochmal im Inneren jeweils mit einem 310er Radius so lösen, dass es funktionieren würde, aber man müsste auch einiges, ich sage jetzt mal, umbauen, damit es funktioniert. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie die Autobahn entstanden ist, die hier im Vordergrund zu sehen ist, mit dem Grenzübergang, der rechts im Vordergrund mit der Standseilbahn zu sehen ist. Die Standseilbahn erstmal wirklich das erste Mal richtig im Bild. Die wäre noch zu reparieren. Das ist vielleicht mal noch so ein kleines Projekt, um sie mal ganz abschließend, bevor man sie eventuell mal wirklich komplett zurückbaut, zu sagen, es ist mal noch alles in Betrieb und man ergötzt sich wirklich an einem kompletten Fahrbetrieb. Die Autobahn hat mein Opa für mich angebaut. Der See wurde da reingesetzt. Das waren immer Sachen, die ich in Wiel oder in Miluva gesehen habe. Der Grenzübergang Deutschland-Schweiz ist so eine Reminiszenz von meinem Opa, die er gebaut hat als Erinnerung. Interessanterweise lebe ich heute auch in so einer Region, also ist vielleicht irgendwo ein bisschen hängen geblieben, wer weiß das schon bei mir. Ja, und so ist diese Anlage für mich ein bedeutender Teil meines Modellbahn-Hobbys und haben mich bedeutend geprägt. Und eine wunderschöne Spielanlage, die so ihre Tücken hat, wo man betrieblich wissen muss, wie was funktioniert, in allen möglichen Richtungen in Bezug auf Kupplungen. Deswegen hat sich der eine Güterzug mit der 151er auch etwas verkürzt. Also hier kannst du nicht mit den normalen Telich-Kurzkupplungen fahren, du musst Kühn verwenden in den meisten Fällen, weil sonst hängt zu 90% irgendwo wieder was ab, weil die Höhen etwas unterschiedlich sind, weil Gleishöhen etwas anders verschoben sind. Es wird zwar immer mal wieder viel nachgebessert, aber eben es ist eine Anlage, die schon länger steht, wo es natürlich auch Verzug, Versatz gibt und einfach auch das Gleismaterial zu der Zeit U-Profil-Gleis etwas anders war, also teilweise verbogen. Mein Opa hat das Gleis, was er hier eingebaut hat, zu größten Teilen wiederverwendet bei einer Anlage, die er vorher hatte, und ist die größte, die er gebaut hat, die immer weiter ausgebaut worden ist. Und leider, in der Mitte hat sie zwar Module, kann ich sie nicht zu mir nach Hause adaptieren, sondern sie ist einfach im Ganzen gebaut und kann auch so quasi nicht mehr aus dem Keller hinaus. Also du musst die Säge ansetzen, du musst die Anlage zerstören, um sie nach draußen zu bringen. Wer weiß, was wir davon retten können, das werden wir mal sehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich will da nicht ganz
negativ sein, denn jetzt wollen wir erstmal noch ein paar schöne Momente genießen. Und für mich hat die Anlage ganz viel Erinnerung, sehr viel positive, schöne Zeiten. Und ich hoffe, ihr spürt das auch. Und ja, ich würde sagen, Modellbahn zum Genießen, so wie wir uns das alle wünschen. Ich sage immer, Modellbahn ist mein Yoga. Es ist zum Abschalten, Momente genießen, bauen, aber auch mal einfach einen Zug fahren lassen. Für mich gibt es keine schöneren Momente, einen schönen Zug, den man vielleicht gerade erworben hat in der Modellbahn, in einer schönen Landschaft einer Modellbahn zu genießen. Und da war mein Opa auch immer Landschaftsbauer aus einfachsten Mitteln. Ihr seht das hier, die ganzen Felsen, die hier sind, das ist alles Baumrinde oder Sandstein, also echter Sandstein, kombiniert mit wirklich einfachen Sachen. Auch die Bäume hat er zu, ich würde sagen, 80% alle selber gebaut. Die Standseilbahn ist komplett selber gebaut. Auch die Flaggen, natürlich gibt es einige Dinge, die Zubehörkauf sind, aber viel ist wirklich Eigenbau und was über die Jahre angesammelt ist. Ja, und das macht dann einfach Spaß und ist bei mir natürlich auch so ein bisschen hängen geblieben, was Landschaftsbau und solche Dinge anbelangt. So, jetzt würde ich sagen, die letzten Minuten des Videos lasse ich euch mit den bewegten Bildern alleine. Habe mich wieder gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr konntet den kleinen Osterfahrtag auch genießen, so wie ich das konnte. Und ich sage Tschüss, bis bald. Genießt die Modellbahn, bleibt der Modellbahn treu und würde mich über den einen oder anderen Kommentar freuen, was dem einen oder anderen in den Sinn kommt. Wenn ihr eure Kindheitsmodellbahn-Erinnerungen mal mit mir teilt, was ihr so erlebt habt, wie ihr zu dem Hobby gekommen seid, warum TT und keine andere Spur, das würde mich alles mal interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da und bis bald, euer Micha Schornsteinfeger. Ciao!